Hallo, mein Name ist Thomas Weiß. Ich arbeite für die NDTech AG. Wir bei NDTech sind Spezialisten in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Heute möchte ich euch unser Videoendoskop der Serie X Plus kurz vorstellen. Wir haben hier ein universell einsetzbares Videoendoskop, was batteriebetrieben ist. Wir haben eine motorische Joystick-Steuerung und wir können die Knöpfe L, R und die Trägertaste individuell belegen. Die Steuerung oder Bedienung wird über einen Touch-Display durchgeführt, ganz intuitiv. Wer sich mit Smartphones auskennt, wird hier mit dem Gerät auch kein Problem haben. Ich kann in der Menüsteuerung verschiedenste Eigenschaften einstellen. Ihr seht, wir haben auch die Möglichkeit, von dem Gerät aus einen WLAN-Hotspot zu erzeugen. Dann kann man mit dem Gerät eine Verbindung zu einem Smartphone oder einem Tablet aufbauen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Beschriftungsgröße, also die Kopfzeile und die Fußzeile individuell anzupassen. Wir können den Speicherort auswählen. Wir haben die Möglichkeit, Bildformat. Ihr seht, im Normalfall arbeiten wir mit dem JPEG-Format, um die Speichergröße gering zu halten. Aber wenn ihr Wert auf hohe Bildqualität legt, könnt ihr auch in Bitmap oder in PNG speichern. Die Sonde besteht aus abriebfestem Wolframmaterial. Wie gesagt, schon erwähnt, die Joystick-Steuerung ist motorisch, ist sehr schnell. Man kann die Steuerung auch einstellen. Man hat zwei Geschwindigkeiten. Man kann die Steuerung hier über eine Taste langsam einstellen. Das wird meiner Ansicht nach die Steuerung sein, die man in dem Bauteil benutzt, weil die Standardsteuerung viel zu schnell ist. Man kann die Tasten halt so belegen, dass man diese Sperre des Joysticks aktiviert. Das heißt, der Joystick bleibt dann in der ausgewählten Position stehen und springt nicht zurück. Das müsst ihr euch vorstellen, ihr seid im Bauteil, habt eine Position gefunden, ein Merkmal, was ihr beurteilen wollt und wollt es aufnehmen. Und jetzt müsstet ihr halt hier immer stehen und müsst den Joystick festhalten. Ihr habt gesehen, er springt jetzt gleich wieder zurück. Gespeicherte Bilder, ich mache mal hier ein Foto, kann man so programmieren, dass man, bevor das Bild gespeichert wird, nochmal die Möglichkeit einer Texteingabe hat. Man kann das Bild beschriften. Man kann halt nicht nur einen Text eingeben, man kann auch auf dem Bild Pfeile positionieren und man kann auch mit dem Finger, so wie ihr es vom Smartphone kennt, drauf malen und könnt euch bestimmte Bereiche, die von Interesse sind, einrahmen und zeichnen. Die Möglichkeit, die ihr weiterhin habt, an der Seite könnt ihr auf der einen Seite die USB-Sticks anschließen. Ihr könnt hier auch eine Tastatur und eine Maus anschließen. Und auf der anderen Seite habt ihr halt die Möglichkeit, eine SD-Karte anzuschließen und ihr habt einen HDMI-Ausgang und einen USB-C-Ausgang. Ihr könnt von dem Gerät über USB-C direkt auf einen externen Datenträger die Daten übertragen. Ihr könnt das Gerät mit einem Laptop verbinden und ihr könnt über den Explorer auf das Gerät zugreifen und könnt euch die Daten übertragen. Ihr habt die Möglichkeit, nicht nur eine Beschriftung des abgespeicherten Bildes durchzuführen, ihr könnt auch eine sogenannte Live-Bild-Kommentar eingeben. Das heißt also, wenn ihr hier den Kommentar eingebt, habt ihr den permanent im Bild. Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Könnte man eingeben. Das heißt also, wenn man jetzt in einem Bauteil ist, das eine Seriennummer zum Beispiel hat, dann hat man ständig im Bild diese Seriennummer eingeblendet. Und bei jedem abgespeicherten Bild wird diese Seriennummer mit angezeigt. Ja. Weiterhin habt ihr hier auch die Möglichkeit, so wie bei allen unseren Geräten, mit handelsüblichen Akkus zu arbeiten. Die könnt ihr überall auf der Welt beziehen, hat den Vorteil, wenn ihr ins Ausland fliegt, ihr müsst mit einem Flugzeug euch bewegen, dass ihr manchmal die Probleme habt, ihr dürft keine Lithium-Ionen-Akkus mitnehmen. Und so könnt ihr das Gerät mit einem leeren Batteriefach aufgeben oder ins Handgepäck nehmen und könnt in eurem Arbeitsort, Arbeitsland diese Akkus nachkaufen. Ja, zu den Sonden ist zu sagen, dieses Gerät ist mit
unterschiedlichen Sonden, unterschiedlicher Durchmesser und unterschiedlicher Arbeitslängen verfügbar. Die Sonden starten hier bei einem Durchmesser von 1,1 mm und enden bei einem Durchmesser von 8,4 mm, Arbeitslänge von 1 Meter bis 10 Meter. Die Kameraköpfe sind verfügbar in unterschiedlichen Blickrichtungen und mit unterschiedlichen Schärfentiefenbereichen. Also das heißt für unterschiedliche Arbeitsbereiche. Man hat Kameraköpfe, die für einen geringen Arbeitsbereich konzipiert wurden, und man hat Kameraköpfe, die für einen großen Arbeitsbereich konzipiert wurden. Des Weiteren ist eine Dualkamera verfügbar. Die Dualkamera arbeitet mit einer Kamera, die Blickrichtung 0 Grad geradeaus eingebaut ist, und eine Kamera, die 90 Grad eingebaut ist. Und man kann hier über die Triggertaste zwischen den beiden Kamerasichten hin und her schalten. Das Famose an der Sache ist, dass die Geräte schon ab einem Durchmesser von 2,9 mm als Dualgeräte verfügbar sind. Außerdem, ihr seht gerade, wir haben die Beleuchtung in Weißlicht bei dem Gerät. Die Geräte sind auch mit einer UV-Beleuchtung erhältlich. Auch sogar UV-Licht und Weißlicht, also Duallicht. Das heißt also, wenn man in einem Bauteil eine Farbeindringprüfung durchführen möchte, kann man diese Prüfung mit der Weißlichtbeleuchtung beginnen, fährt dann an die Stelle, die man inspizieren muss, und schaltet dann hier am Gerät auf die UV-Lichtbeleuchtung um. Wir haben hier ein robustes, leistungsfähiges Gerät mit einer intuitiven Bedienung, einer motorischen Joystick-Steuerung, einer großen Auswahl an Sonden und Kameras zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem Gerät seid ihr für die Zukunft bestens gerüstet. Habt ihr Interesse an unseren anderen Geräten? Schaut auf unseren Kanal.